Ja, wie ich hier hingekommen bin, ganz spannend tatsächlich. Denn wir saßen ja eigentlich in einem Meetingraum und wollten über, ich sag mal, Messeinhalte auf der IAA sprechen. Ja, habt ihr mich sehr stark überrascht, weil dann lief Simon ja rein. Viel Spaß. Wir sehen uns. Alles klar, vielen Dank. Darf ich da auch schon direkt reingucken, oder? Hat mir einen Umschlag in die Hand gedrückt, wo ich auch nicht wusste, was ich damit überhaupt anfangen soll. Habe ihn dann geöffnet und da stand dann ganz kryptisch für mich drin eine Fahrgestellnummer und bitte öffne mich. Ja, also mein Name ist Henrik Hermes. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren, wenn die IAA ist, genau 5 Jahre bei Krone und bin dort aktuell im Produktmanagement im Bereich Telematik und digitale Dienstleistungen unterwegs. Ja, also für mich war von vornherein klar, wenn ich den Umschlag öffne, wird sich da irgendetwas mit Telematik drin befinden. Und das hat es ja auch, also eine Fahrgestellnummer. Die habe ich dann natürlich mal sofort ins Telematiksystem eingegeben, um zu gucken, wo steht denn dieses Fahrzeug gerade, was ist das für ein Fahrzeug, und war auch ein Volltreffer. Also das Fahrzeug hat eine Telematik gehabt und stand dann mitten im Harz an einem Ort, den ich bis dato ja noch nicht kannte. Die Rabotte-Talsperre? Ja, das ist die Rabote-Talsperre. Ich habe mich dann in die Telematik-App eingeloggt, wusste also ganz genau, wo steht das Fahrzeug und in welchem Zustand ist es. In der App kann ich alle Daten sehen, von der Position über Temperaturen bis hin zur Überwachung des Bremssystems. Und sollte also doch unerwartet eine Störung auftreten oder sich das Fahrzeug wegbewegen, würde ich ganz bequem per Push-Benachrichtigung darauf hingewiesen werden. Bin hier auf dem Parkplatz gefahren. Ich habe Harald auch schon gesehen. Moin Harald. Hey Henrik, schön, dass du es gefunden hast und du weißt ja Bescheid. Also richtig Bescheid weiß ich nicht, aber ich soll das Fahrzeug einfach öffnen. Also kann ja eigentlich nicht so schwer sein, wenn das nicht abgeschlossen wäre, aber da können wir ja mal gucken. Ja, Doppeltech, da komme ich so nicht rein. Harald, ich brauche einen Code. Ja Henrik, vielleicht hilft dir das weiter. Harald hat mir dann ein Funkgerät in die Hand gedrückt und auf der anderen Seite war ja dann direkt der Simon. Hi Henrik, du hast 5 Minuten Zeit. Ich warte hier drüben auf dich. Ja, und wofür genau 5 Minuten und wo soll ich hin, Simon? Hallo, Simon? Ja Henrik, dann lauf mal diese Richtung, denn deine Zeit läuft auch. Oh Gott. Dann bin ich einfach losgerannt und stand dann plötzlich vor dieser Kulisse und konnte erstmal sehr tief in den Abgrund schauen. Das war dann doch ein bisschen beängstigend und da wurde mir auch schon relativ schnell klar, Simon ist auf der anderen Seite. Da komme ich nicht hin, wenn ich da hinlaufe, auch wenn diese wunderschöne Brücke rüberführen würde. Und da wurde mir sehr schnell klar, dass ich auf jeden Fall die Zipline verwenden soll. Aber als man dann tatsächlich auf die Plattform oben hochgegangen ist und gemerkt hat, okay, hier weht schon ein ganz schön ordentlicher Wind, da muss ich schon sagen, da ging es dann auch bei mir in der Pumpe so ein bisschen los. Die Fahrt war auch tatsächlich dann doch sehr schnell vorbei. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass die Fahrt noch länger geht. Aber hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Und dann habe ich den Simon getroffen. Ich bin stolz auf dich. Danke. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Danke. Der Code ist 170924. Okay. Du hast 2 Minuten Zeit. 2? Ja. Um 2 da jetzt Minuten. wieder hinzukommen? Richtig. Okay. Vielleicht hilft dir das. Okay. Ja. Viel Erfolg. Danke. Was ist jetzt für ein Code? War mir eigentlich klar, okay, muss wahrscheinlich der vom Türkontakt sein. War dann ja auch rein zufälligerweise Startdatum der IAA. Hallo? Harald hier? Moin Harald. Ich habe hier gerade den Code von Simon gekriegt. 17.09.2024, also 17.09.24. Kannst du das mal im Doppeltick ausprobieren? Okay Henrik, eine meiner leichtesten Übungen. 170924. Harald konnte das Fahrzeug dann ganz einfach mit dem Fahrercode entriegeln. Was nicht immer der Fall ist, denn in der höchsten Sicherheitsstufe braucht man zuvor noch den Disponenten, der das Fahrzeug via App oder Portal dann nochmal entriegeln muss. Hat geklappt, die Tür ist auf. Perfekt, dann komme ich hoch, bis gleich. Genau, dann standen wir vor der Tür. Doppeltech war ja schon entriegelt, das heißt, wir hatten wieder die Möglichkeit, die Tür aufzumachen. Haben dann auch die Tür aufgemacht, wir konnten auch sehen, alles hat funktioniert. Das heißt, dementsprechend die Bolzen sind oben wieder in die Tür eingefahren. Sicherheitseinstellungen waren wieder resettet, wir haben die Tür aufgemacht. Haben da drin dann diese schwarze, ominöse Box gefunden, wo ich auch wieder nicht wusste, was ist denn da jetzt drin. Haben diese Box dann aufgemacht und da waren dann so ein paar, ich sag mal, Utensilien dabei, die wir dann auf der IAA wahrscheinlich verwenden werden. Bevor wir uns damit auf den Weg zur IAA machen, scannen wir noch den serienmäßigen QR-Code und können dank Smart Assistant noch schnell die digitale Abfahrtskontrolle machen. Ja, und das bedeutet, damit habe ich auf jeden Fall meinen Teil der Challenge erfolgreich abgeschlossen, würde ich sagen.